Abgefahren! So Rico, da sind wir ja wieder. Ne? Wir müssen mal was einschieben. Wir wollten eigentlich ein bisschen über Kabinen reden. Ja. Aber die Zeit und die Konstellation bringt öfters mal Veränderungen mit sich. Und heute ein Einschub, der ist sehr interessant. Wir machen nämlich heute mal einen Generationenvergleich. Ne? Okay. Bist schon gespannt, ne? Ja, freue mich darauf. Ja, sehr schön. Generationenvergleich, was heißt das? Wir gucken uns heute mal Basisfahrzeuge an, die ungefähr das gleiche können aus unterschiedlichen Generationen. Wir haben hier einen Mercedes-Benz 1634 SK, das ist der älteste in der Runde, kommt so aus dem Baujahr Mitte der 90er, 95. Wir haben einen Mercedes-Benz Axor von der Typenbezeichnung 1829, ein Fahrzeug aus Bundeswehrbeständen. Und was wir auch haben, ganz taufrisch, frisch ab Werk aus Wörth am Main, einen Arocs 1835, ja, so in der aktuellen Modellvariante. Ja, was soll das Ganze? Es geht nochmal um das Thema Basisfahrzeug und auch Basisfahrzeugvergleich. Das hatten wir ja schon in der letzten Serie, wo wir mal ein bisschen zwei Autos verglichen haben, auf was man achten muss, wenn wir so ein Fahrzeug kaufen. Jetzt haben wir mal einen Generationenvergleich. Was soll das Ganze? Ja, wir werden häufig damit konfrontiert, nimmt man lieber ein neueres oder ein älteres Fahrzeug oder was ist denn sinnhafter? Wir haben uns den heutigen verregneten Tag mal ausgesucht, um das Thema mal ein bisschen näher zu beleuchten. Das heißt, vom Konzept haben wir noch ein sehr klassisches Fahrzeug aus der Euro 1 Generation. Das heißt, alles vollmechanisch, der 1634 mit einem V6 Motor. Turbo aufgeladen mit dem Ladeluftkühler, der sogenannte OM 441 LA. Das war ein Aggregat, das, sagen wir mal so, der Vorbote des nachfolgenden Actros schon war. Also ich finde ein sehr, sehr spannendes, leistungsfähiges Aggregat mit dem Automatikgetriebe. Da ist ein 5-Gang ZF-Automat mit Retarder drauf. Im zweiten Beispiel haben wir, ja, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen improvisieren, steinigt mich nicht, wenn ich nicht ganz richtig bin, ein 5,9 Liter rein 6-Zylinder mit 290 PS, also die maximale Ausbaustufe von dem Aggregat. Ist ein Fahrzeug der Euro 4 Klasse schon, also so der Typ von Fahrzeug, dem man so die letzte Weltreisetauglichkeit nachsagt. Es hat zwar schon AdBlue, wie man sehen kann hier auf der Seite, da gibt es schon einen AdBlue-Tank, aber es kann mit allen Kraftstoffsorten, die man international geht, noch umgehen. Ist wie gesagt eine militärische Variante. Und jetzt ganz neu den Arocs 1835. Momentan, Mercedes gibt ein bisschen Gas, was die Neufahrzeuge angeht. Die haben ein hohes Maß an Flexibilität dazu gewonnen, was die Gestaltung und die Ausstattung der neuen Fahrzeuge angeht. Sie sind einfach eine ganze Ecke besser zu konfigurieren. Wir können uns ab Werk unterschiedliche Reifen aussuchen. Man kann ab Werk schon 2 Tanks verbauen. Es gibt eine ganz, ganz große Zutatenliste und der Individualreisende, also das Klientel, was wir ansprechen, ist momentan auf einem ganz, ganz hohen Stellenwert bei Daimler-Benz. Und die kümmern sich da richtig drum. Das war früher mehr so die Domäne von MAN. Die haben da eigentlich das bessere Produkt gehabt. Aber momentan sehen wir verstärkt auch die Mercedes-Benz-Fahrzeuge, die natürlich mit dem sehr modernen Arocs 1835 hier eine coole Basis bieten für jemanden, der einfach was Frisches will und schwerpunktmäßig sich in Europa aufhalten möchte. Ja, Rico, wo fangen wir an? Machen wir mal einen neuen zuerst oder einen alten zuerst? Downsizing oder? Nein, machen wir den alten zuerst. Machen wir den alten zuerst, den Classic-Liner. Dann gucken wir uns den mal an. Dann würde ich sagen, fahren wir mal den Opa in Anführungszeichen zuerst. Ne? Dann nehmen wir den des mittleren Alters, also zum Baujahr nochmal, so viel ich mich entsinnen kann, ist der 95. Der Axor ist aus 2008 und wie schon vorhin erwähnt, der Arocs ist brand new, also aktuelles Modell, kam erst vor einer Woche ungefähr bei uns auf dem Hof. Und wir gucken uns die jetzt alle mal an, ganz neutral und schauen mal, wem was am besten liegen würde. Okay, viel Spaß, bis gleich. So
So Rico, da sitzen wir nun in dem 1634. 1634 Mercedes-Benz SK. Radstand 3,65 Meter, kurze Kabine, man merkt es. Ja. Wir können ein bisschen kuscheln hier. Wir sind ja alle genesen und geimpft oder geimpft und insofern können wir das auch in der heutigen Zeit einigermaßen. Ja, das ist schon, der Mercedes SK ist so das Nachfolgemodell vom Mercedes NG. NG Abkürzung neue Generation, SK Abkürzung schwere Klasse. Ist so ein mittleres Ding. Ein mittleres Ding bedeutet, es gibt da noch eine Stufe danach, die sieht vorne ein bisschen moderner aus und hat ein etwas anderes Lenkrad, aber ist so eine der letzteren Baureihen auf jeden Fall. Wir sehen hier, was sehen wir? Wir sehen einmal das Automatikgetriebe, ist hier ein ZF-Automat. Wir haben eine Untersetzung, die ist hier. Wir haben eine Hecksperre und eine Mitteldifferentialsperre. Ja, Fahrzeug hat 29.000 Kilometer, hat, was man hier sieht, einen Retarder. Haben wir in der abgefahren Teil 1 Serie schon darüber gesprochen, was das für eine Bewandtnis hat. Hat keine Motorbremse. Manchmal gibt es auch Fahrzeuge, die beides haben. Dann hat er eine Motorbremse. Ja, ist vom inneren Erscheinungsbild bis auf diesen sonderbaren Einsatz hier. Das ist eine Dachklimaanlage. Den haben wir so bekommen. Die war also schon montiert. Funktion geprüft ist sie nicht. Ist er also relativ basic ansonsten. Ne? Also das heißt, wir haben hier im Infotainment einen Tacho, kein Tachograph, Feuerwehrauto typisch. Wir haben ein Drehzahlmesser, wir haben das klassische Mercedes-Benz Kombi-Instrument mit dem Öldruck, mit dem Luftdruck, mit der Wassertemperatur und die Tankanzeige. Verschiedene Schalterchen, eine Heizungsbedienung und hier eine Temperaturanzeige fürs Automatikgetriebe ist ganz wichtig, insbesondere wenn man den Retarder häufig benutzt, der Abwärme produziert und man ist ein bisschen im Gebirge unterwegs, sollte man hin und wieder darauf achten. So, wenn man den mal in Bewegung setzt, dann pfeift es ein bisschen. Alle Lampen gehen an, die kontrollrelevant sind oder funktionsrelevant. Die Sperren sind aus, die leuchten nämlich hier auch. Ich denke, das ist einfach auf Kontrolle. Wir starten ihn mal. So, wir hören. Was hören wir? Recht kommod, ne? Ja, also dieser Motor, der OM441LA, das kann ich mir gut merken. Die Motorenbezeichnung vom nächsten, wenn ich ganz ehrlich bin, die weiß ich nicht. Der ist nicht ganz so häufig und vom neuen habe ich auch nicht ganz im Kopf. Ich glaube, mit 9 fangen sie beide an. Der 441LA ist ein V6. Das war so in dem Zeitraum, wie das Auto kam, eine relativ frische Entwicklung von Daimler-Benz. Also frisch insofern, die haben den Hubzapfenversatz auf der Kurbelwelle ein bisschen geändert. Deswegen klingt der nicht so wie ein 1222, ja, ne, sondern der klingt so, ich weiß nicht, 1222 kennst du ja auch, bist du viel gefahren, ne? Ja. Der ist so ein bisschen rüttelplattenmäßig, ja. Der klingt fast wie ein V8. Ne? Ja. Das hängt damit zusammen, dass sie den Hubzapfenversatz geändert haben und er läuft auch wesentlich ruhiger von der Auslegung wie der 1222 sogar. Und er ist natürlich jetzt mit seinen fast 11 Liter Hubraum, also die Variante hat tatsächlich 10,7 glaube ich, also knapp 11 Liter Hubraum, ist er reichhaltig gut motorisiert. Ja. Also ich mag den unwahrscheinlich, gerade mit dem ZF-Automaten, der sehr, sehr schnell und gut schaltet, ist es richtig sportiv, das Auto. Ne? Wir haben jetzt hier mal im Vergleich nur Fahrgestelle. Ganz, ganz wichtig, also wir vergleichen also jetzt nicht hier Äpfel mit Birnen, weil es sind keine Aufbauten drauf. Dadurch sind die alle ähnlich leicht oder schwer. Man kann auch mal ein bisschen probieren, wie sie gehen. Ne? So, Drive, wir haben hier eine Wandlerautomatik. Das heißt, zum Vergleich, wir haben im nächsten Modell, in dem Axor 1829, haben wir ein Doppel-H-8-Gang-Schaltgetriebe. Ja. Und in dem ganz neuen Etwas haben wir, glaube ich, einen Schaltautomat drin, ja. Einen 12-Gang, glaube ich. Ne? Ich habe den von innen noch gar nicht gesehen, meistens ist 12-Gang. Was ist der Unterschied zwischen einer Wandlerautomatik und einem Schaltautomaten? Der Unterschied ist einfach das ist jetzt hier so ein klassisches vollautomatisches Getriebe. Das heißt, wir haben ein Automatikgetriebe und einen Drehmomentwandler anstelle der Kupplung vorne dran. Das Nice to have bei diesen Geschichten ist einfach, dass ich immer einen Kraftschluss habe. Das heißt, ein modernes Schaltautomatengetriebe, ja, das schaltet ja, ein Schaltautomat. Also das heißt, ich habe da ein kleines Männchen sitzen
Das betätigt die Kupplung. Das betätigt die Kupplung und betätigt das Doppelkupplungsgetriebe meistens und betätigt auch die Schaltung. Deswegen hat man häufig den Eindruck, wenn man mit den moderneren Autos fährt, die sind ja wie ein normaler Schalter rein akustisch. Ja. Ne? Das heißt, du bleibst gleichmäßig auf dem Gas stehen, die nehmen das Gas allein weg und legen den nächsten Gang ein und es klingt eigentlich so, als ob du die Arbeit machen würdest. Dabei macht es der kleine Gehilfe, der da unten unter dem Motorraum und am Getriebe sitzt, der dich da mit den Gängen unterstützt. Ne? Hier ist es noch ein klassisches Wandlergetriebe. So richtig hat es vielleicht am Ende Kostengründe oder auch Gründe der Vielfalt der Gänge. Wenn ich jetzt ein normales mechanisches Getriebe habe, kann ich natürlich mehrere Gänge da zur Verfügung haben. Ich habe wie schon vorhin erwähnt, in dem Arox ein Repertoire von 12 Gängen. Ja? Das wird im Automatikgetriebe nicht möglich sein. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen gestorben, weil in der praktischen Anwendung ist natürlich der Schaltautomat dann für jede Situation mit dem besseren Gang parat. Aber der Wandler hat halt wesentliche Vorteile, was jetzt Kraftschluss angeht. Für Geländefahrten, wir hatten es ja schon in der ersten Serie, ist das absolut cool. Ne? Ja, wie gesagt, ich mag den ganz gern, weil ihr merkt immer, guck mal, wie der geht. Merkt ihr das? Ha? Heimatslande. Also was sehr beeindruckend ist, jetzt schreit er, was hat er geschrien? Er hat also ein Schreihals ist da mit an Bord und hier ist jetzt dieses Licht aufgeleuchtet, das heißt, der Kühlflüssigkeitsstand wäre ein bisschen niedrig. Ja. Das ignorieren wir jetzt mal dezent. Ne? Und dann schreit er auch. Ne? Also das heißt, bei diesen Modellen, das ist ja also schon, sagen wir mal, einer der letzteren Serien der Mercedes-Benz SK-Reihe, hat dann schon natürlich der ein oder andere Helferchen Einzug gehalten. Ja. Bei den alten Modellen war das dann lediglich ein kurzes rotes Aufblinken der Lampe. Und hier bei den etwas neueren haben sie schon so einen kleinen Schreihals mit an Bord genommen. Ne? Ja, ich bin ja ein bisschen mit Allgemeinheiten abgewichen vom eigentlichen Thema. Wir wollten das ja, also hier wir wollten ja mal die Fahrzeuge gegenüberstellen und ein bisschen über die eigenen einzelnen Exponate, mit denen wir jetzt unterwegs sind, reden. Und ja, ich sage euch jetzt mal so ein bisschen, was mir einfällt. Also wir haben halt hier noch eines der letzten vollmechanischen, aber sehr modernen Fahrzeuge. Ja? Das heißt jetzt ganz konkret, wir haben also hier noch vom Gaspedal an die Einspritzpumpe einen Seilzug. Da ist also noch kein elektronisches Steuergerät dabei. Es gibt nur zwei Steuergeräte. Das eine ist fürs ABS, das wir hier auch noch aufleuchten sehen. Ja. Und das zweite Steuergerät ist fürs Automatikgetriebe. Ja, also auch Klacken immer wieder, oder? Das Klacken ist hier in der Konsole teilweise vorhanden, was, sagen wir mal, wahrscheinlich mit der Wandlersteuerung zusammenhängt. Ja. Das haben die Automaten ja alle. Ne? Du bist ja schon ein paar ZF-Automaten jetzt gefahren. Die haben immer so ein Klacken. Ne? Manche Kunden, die so nicht richtig zuordnen können, beschweren sich über das Klacken, aber das ist ganz normal. Das klackt halt so ein bisschen. Ne? Wenn der Drehmomentwandler auf Kraftschluss gehen soll, klackt das. So, der hat also Steuergerät fürs ABS. Das haben alle ABS-betriebenen Fahrzeuge, wenn das mal ausfallen sollte. Weniger dramatisch, bremst trotzdem noch. Genauso hat ein Steuergerät fürs Automatikgetriebe. Wenn das natürlich einen Schaden hätte, wäre etwas problematischer. Wir hatten das jetzt wirklich noch nicht, weil es sehr konservative und einfache Einrichtungen sind. Wäre aber eine Ecke dramatischer und würde vielleicht auch schon eventuell dazu führen, dass vielleicht der ein oder andere Gang nicht geschaltet werden könnte. Ne? Gibt es natürlich auch ein Notprogramm und einen Notbetrieb und es sollte vorwärts gehen, aber ob es uneingeschränkt in jedem Gang vorwärts geht, kann ich nicht beantworten, weil den Fall hatten wir konkret selber noch nicht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der zuguckt, der von ZF ist, aus alter Schmiede und in die Kommentare was dazu schreiben kann, was man da damals machen konnte, wenn was am Steuergerät war. Keine Ahnung, also wir hatten den Fall noch nicht und ich denke auch mal in der Fülle der Steuergeräte bei modernen Autos ist es relativ übersichtlich noch. Hätte der hier ein Schaltgetriebe, hätten wir nur ein Steuergerät, nämlich das fürs ABS. Ja? Und da haben wir uns schon vorhin drüber unterhalten, wenn das ausfällt, das hat vielleicht jetzt hier gerade an einem Sensor ein Problem, deswegen leuchtet das rote Licht. Das rote Licht müsste nämlich normalerweise, wie wir gehört haben aus der ersten Serie, löschen, so ein bisschen bei 30, 40 Stundenkilometern muss das ausgehen, ne? Weil das hat einfach die Funktion am Anfang Kontrolle, laufen alle Sensoren oder kann ich abschalten. Ne? So, ansonsten
Ich habe ja schon gesagt, ich mag den ganz gern, weil er natürlich mit 340 PS in der Radstandsgröße, wir müssen ja überlegen, das Auto hat ungefähr die gleichen Gewichte und Abmessungen wie ein 1222, ne? Oder wie jetzt ein 1017 in der Kategorie. Das heißt 1017, wir haben jetzt mit 340 PS hier roundabout das doppelte Drehmoment und die doppelte Leistung anstehen, ne? Und jetzt machen wir noch mal eins hier. Wir haben ihn ja vorhin schon ein bisschen laufen lassen und ein bisschen warm gefahren, ne? Wir drehen mal und fahren mal auf unsere Route nach oben und geben mal ein bisschen Gas und gucken mal, was so passiert. Ne? So, da kommt einer der Kollegen. Wir gucken mal so, ein bisschen was passiert. Also wenn wir hier mal stehen bleiben und mal ein bisschen beschleunigen bei dem Fahrzeug. So, wir sehen auch hier, guck mal hier nochmal, wir hatten es in der ersten Serie, Bremsprobe. Ne? Ich bremse und was passiert mit dem Lenkrad? Das Lenkrad zieht sich nach links. Das bedeutet, der bremst links ein wenig stärker. Die Bremse auf der Vorderachse ist nicht optimal. Ne? Kann jetzt am Stehen liegen, ne, dass er zu wenig bewegt worden ist. Ne? So, wir stehen jetzt. Auto ist, wie gesagt, wir haben es ein bisschen vorhin, wir haben die schon runtergefahren, laufen lassen. Ich gebe jetzt einfach mal Gas und guck mal, was da passiert. Und los geht's. Und hoppla, und hoppla. Und 50, ne? Also das heißt, wir haben nach 50 Meter schon 50 Stundenkilometer. Ne? Ja. Die laufen extrem spritzig, die Autos. Also ich bin persönlich der Meinung, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem V8, also einem 280 PS V8 und diesem 340 PS V6 mit Turboaufladung, ich würde immer den V6 nehmen. Und da gibt es auch schon eine Story dazu. Wir haben eines von diesen Autos schon auf 550, 560 PS gemacht. Also mit richtig Leistung versehen. Ja. Macht irrsinnig Spaß dann und geht wie ein Rennwagen. Ne? Also man kann das also fast gar nicht glauben, wie die Autos dann beschleunigen. Ne? Also im Vergleich jetzt zu den moderneren eine ganze Ecke sportiver. Ne? Okay, bisschen was zur Gegenüberstellung. Was ist die Frage, die am Ende aufkommt oder die am Ende vielleicht jedem Einzelnen zur Beantwortung steht nach diesem Vergleich, ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Was soll ich nehmen, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, zwischen diesen drei Fahrzeugkonzepten zu unterscheiden? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Betrachtungsweisen. Also eine Sache, die wir hier in dem Vergleich halt auf eine ähnliche Ebene setzen, dass wir durchaus aus jeder Generation schon ein relativ modernes Auto mit dabei haben. Ne? Also modern, auch dieser hier ist relativ modern, weil im Vergleich zu einem 1980er, da haben wir, wie das Ding geht. Ne? Also der springt förmlich nach oben. Ne? Also das ist echt phänomenal, wie die sich bewegen. Also wenn ihr was in dem Segment SK wollt, in den alten Baureihen sind tatsächlich die 340 PS Varianten absolut empfehlenswert, weil die echt wunderschön seidenweich laufen, wenig Kraftstoff verbrauchen und echt einen ordentlichen Zug haben. Auch extremst wendig, diese Autos sind wie alle aus den Baureihen extremst wendig. Guck mal hier. Dann mich fragen die oft sagen die Leute, oh, das ist so groß und hat einen schlechten Wendekreis. Jungs, wer ist denn von euch mal mit dem Defender um den Kreis gefahren? Ne? Sagt mir doch mal ehrlich, welcher eurer Geländewagen zieht denn so einen Kreis wie das Ding hier? Ne? Ja, da kann man mit den Kindern Karussell fahren hier mit dem Wagen. Jetzt schreit er wieder, der kleine Schreihals. Ne? Kühlflüssigkeit, müssen wir mal überprüfen. Nee, Gegenüberstellung. Was ist jetzt für das Fahrzeug? Also das für dieses Fahrzeugkonzept ist absolut ein sehr modernes Fahrzeug mit ganz, ganz vielen klassischen Elementen. Wir haben noch kein Motorsteuergerät, wir haben noch alles übersichtlich ohne CAN-Bus. Es gibt also noch keine elektronischen Helfer, die eingezogen haben. Warum? Was ist das Problem bei Elektronik oder auch bei CAN-Bus gesteuerten Fahrzeugen? Wir müssen zum Beispiel zusätzliche Lichter und Lampen anlernen. Wir müssen im Stromkonzept, um Ströme von der Lichtmaschine in den Aufbau zu verschieben, mit B2B-Ladern arbeiten. Hier kann man, wenn man auf eine konservative Batterie im Aufbau geht, noch mit ganz normalen Kopplungsrelais arbeiten. Das heißt, es ist etwas leichter hier zu laden. Die internationale Servicefreundlichkeit und Wartbarkeit halte ich bei solchen Fahrzeugen auch in vielen Ländern für besser. Warum? Weil, wo wollen wir hin? Man will ja vielleicht ein bisschen so entdecken, und entdecken sind die Länder, die vielleicht von der Struktur noch nicht auf einem ganz, ganz hohen industriellen Standard sind. Und all diese Länder haben natürlich eine Vielzahl von diesen klassischen Fahrzeugen noch. Ne? Also wer jetzt von euch schon mal im Urlaub in der Türkei war,
werdet ihr sehen, dass tatsächlich auch in der Türkei zum Beispiel oder in Griechenland das Bild sehr, sehr geprägt ist von diesen Fahrzeugen noch. Also wir haben ganz viele der Autos noch im Einsatz und dementsprechend natürlich, ich will von afrikanischen Ländern will ich gar nicht reden, da ist es noch gang und gäbe, da sind es wirklich häufig die meistgenutzten, über Generationen oft genutzten Fahrzeuge. Ne? Also wir haben da alte Rundhauben noch, die fahren die schon 3 Generationen mit 3,6 Millionen Kilometer am Ende und die gehen immer irgendwo noch. Ne? Das heißt, es ist ein klassisches Fahrzeug, was den riesengroßen Vorteil mit sich bringt, dass es überall auf der Welt reparier- und wartbar ist. Ne? Wenn man nur in Europa unterwegs ist, ist das weniger dramatisch, weil das Servicenetz ja so gut und Euro 6 Standard, da kann man natürlich mit den anderen auch punkten. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du international, wenn du auch in abgelegene Bereiche reinmachst, willst besseren Support hast. Ne? Zudem muss man natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass alles einfacher ist, kann man sich als Laie oder auch mit einem gefährlichen Halbwissen wesentlich leichter in die Sachen reindenken. Man kann manche Sachen mit einfachen Methoden reparieren, einfach aus der Logik heraus. Ne? Ohne dass man jetzt Elektronik studiert haben muss. Ja, ich meine, das Problem ist, manche sagen ja, ist doch alles kein Problem, du hast jetzt deinen Rechner dabei und kannst das ja alles abschalten und hast dann, sagen wir mal, eine Software oder ein Diagnosetool auf deinem Rechner. Natürlich kann man viele Dinge dort, aber man muss es halt auch irgendwo können. Ne? Das heißt, selbst wer jetzt einen modernen Pkw hat und vielleicht das ein oder andere Problem damit schon mal hatte, der weiß, wovon ich rede. Oft sind die Werkstätten selber damit ein bisschen am Rande ihrer Möglichkeiten, beziehungsweise es ist so, dass in der Werkstatt sich dann das Werk per EDV selber aufschaltet und die Sachen bereinigen kann. Und das ist natürlich relativ schwierig, wenn ich irgendwo im Busch bin und über die Möglichkeiten nicht verfüge. Ne? Ja, dann wäre es natürlich blöd. Ne? Also einer der maßgeblichen Vorteile eines solchen Konzeptes ist einfach die etwas einfachere Bauweise und damit auch oftmals eine etwas solidere Bauweise. Ne? Das hatten wir in den anderen Vergleichen oder in den anderen Gesprächen schon häufig, dass natürlich der konstruktive Ansatz oftmals vor 30 Jahren einen solideren Gedanken wohl möglich hatte als der heutige Ansatz, der eher wirtschaftlichen Grundlagen unterliegt. Ne? Es geht heute mehr um Preis und ums Geldverdienen als um, sagen wir mal, die solide Ingenieurskunst. Das ist ein bekanntes Phänomen, dass natürlich die Haltbarkeit von manchen Modellen aus der Vergangenheit ein Vielfaches der beträgt wie manche moderne Autos. Ne? Das kann man vielleicht nicht pauschalisieren, vielleicht gibt der eine oder andere Hersteller sich da mehr und weniger Mühe, aber es ist tatsächlich ein Trend, dass einfach der Aktienkurs oftmals vor der Detailqualität des Einzelnen steht. Und so haben wir jetzt hier aus den 90ern noch ein Konzept, das auch schon, wer den Mercedes NG annimmt und sich hier ein bisschen die Kunststoffe anguckt, wird feststellen, dass der NG mit seinem Baukastenprinzip, das heißt mit diesem überzogenen Blecharmaturenbrett, vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen einen wertigeren Anschein gemacht hat. Das stelle ich auch mal fest, wenn ich mir das angucke, ne, die Kunststoffe so in den etwas älteren Modellen, ne, du weißt noch, der 1222 oder unser Beast of Burden, ne, der V8, wenn du das Lenkrad anguckst, das irgendwie hat man hier auch schon das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, dass es der Anfang vom Ende ist, ne, aber dass es einfach mehr hier in der Entwicklung schon darum ging, vielleicht die eine oder andere Mark damals noch einzusparen oder manche Sachen ein bisschen preiswerter zu gestalten. Ne? Wer sich daran erinnert, das Nachfolgemodell nach dem SK war der Mercedes-Benz Actros. Ne? Und wenn vielleicht jemand mal so ein Auto gesehen hat, da waren so hässlich hellblaue, ganz billige Kunststoffe drin. Ne? Also das heißt, das war also wirklich, was jetzt die Innenraumausstattung im Vergleich noch zu dem eine ganze Ecke poplicher gemacht. Von der Haptik, das Lenkrad war irgendwie so eine Hartplastikkiste. Also ist manche Kaugummi sauberer verpackt, als das Auto von innen war. Und das ist also so, hier ein bisschen sind da die Anfänge schon bei dem zu spüren. Ne? Ansonsten, für wen ist es ideal? Es ist vielleicht für den ideal, der sagt, er will ein Fahrzeug haben, was sehr modern ist, was international genutzt werden soll, was überall auf der Welt ganz einfach reparierbar ist und was trotz alledem in der Akustik, also das heißt jetzt Motorlaufgeräusch, wir haben ja noch Laufen, wir können uns ja ganz entspannt unterhalten, wir sind gefahren damit, wir können auch noch mal 2 Meter fahren, der läuft echt ruhig, was eigentlich der nächsten Generation kaum nachsteht. Also die nächste Generation wäre jetzt, die gucken wir uns ja gleich mal an, der Mercedes Axor,
ne? Das Euro 4 Fahrzeug. Und das lassen wir genauso mal am Stand laufen. Da sehen wir schon, dass wir im direkten Vergleich der Kiste eigentlich schon sehr, sehr nah sind. Ja. Also hier ein altes, aber für das Alter recht modernes Fahrzeug haben. Ja, also ich ganz klar, ich für meine Person würde, wenn ich jetzt mich unter allen entscheiden könnte, und das werde ich jetzt wahrscheinlich bei jedem wiederholen, würde mich wahrscheinlich aus dem Innersten heraus für das Modell entscheiden. Warum? Ja, weil ich einfach in vielen Themen drin bin und ich wüsste, dass ich mir noch bei jedem Problemchen bei dem Auto selber behelfen könnte. Ne? Was bei der nächsten Generation für mich selber schon ein bisschen schwieriger wäre, weil da ist ein CAN-Bus schon drin, da ist mehr Elektronik drin, da sind Sachen drin, die rein nur mit Logik und mit Handwerkskunst nicht zu bewältigen sind. Deswegen hängt mein Herz so ein bisschen an den älteren Modellen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine allgemeingültige Aussage für alles sein soll, sondern es geht ja immer um die einzelne Präferenz oder über den Blickwinkel des einzelnen Betrachters. Es hat alles was für sich, auch unter der Maßgabe des Einsatzes. Ne? Ja. Und mit dem Ansatz, denke ich, gucken wir uns jetzt mal das zweite Modell, das etwas modernere Modell aus dem Jahr 2008 an. Wie gesagt, der hier war aus dem Jahr 1995, also das heißt, da liegen 13 Jahre dazwischen und wir gucken mal, erfahren auch mal ein Stückchen, was sich in den 13 Jahren getan hat und sind wir mal ganz spannend drauf, oder? Ja, freuen wir uns. Alles klar, dann machen wir das. Dann machen wir den aus.